Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu meinem neuen Video. Und falls ihr ganz neu dabei seid, seid auch alle herzlich willkommen. Ich hoffe, die Neuen, die bleiben auch, wenn es euch gefällt. Ja, ich habe endlich mein Bild beendet, wie ihr seht. Es ist endlich fertig. Ich hatte es am 24. Februar 2024 gestartet. Am 1.1. habe ich den letzten Stein hier auf diesem Bild gesetzt. Das war mir ein inneres Bedürfnis, dass ich dieses Bild für 2024 in dem Jahr auch abschließe. Das habe ich quasi geschafft. Und ich bin wirklich mächtig stolz, dass ich das so durchgezogen habe, dass ich wirklich den Blick von diesem Bild nicht abgewendet habe und dass ich dieses Bild durch und durch genossen habe. Ich habe das Hobby genossen, ich habe die Stunden genossen, die ich an diesem Bild saß. Ich habe mir dabei auch immer schöne Serien angeschaut und ja, und jetzt bin ich richtig happy. Es war nicht immer alles Gold, was glänzt. Bei der Entstehung dieses Bildes, ich habe so ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber dazu später. Und im Großen und Ganzen hat es mir wirklich großen Spaß gemacht. Ja, und ich werde euch das Bild jetzt mal aus der Entfernung zeigen. Moment, ich gehe mal ein bisschen zurück. Das ist das Bild. Das ist so schön. Als ich das Bild beendet habe, habe ich hier wirklich fast eine Viertelstunde lang vor dem Bild gestanden und habe mir alles angeschaut, was es hier auf dem Bild anzusehen gibt. Und ich war mit Glück erfüllt. Also ich kann es gar nicht beschreiben, aber jeder, der ein so großes Konfetti-Bild beendet hat, ein Josephine Wall-Bild beendet hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und ich fahre jetzt wirklich mal hier an diesem Bild lang. Es ist so wahnsinnig großartig. Also ich freue mich richtig. Die Qualität ist auch 1A. Das ist ein Bild mit doppelseitiger Klebefolie und ich hatte mir das Bild 2020 gekauft und erst nach 4 Jahren begonnen, dieses Bild zu legen. Und die Klebekraft, die war immer noch 1A, tippitoppi. Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Ich hatte kaum irgendwelche Bläschen auf diesem Bild. Teilweise schon, aber nicht viel. Und das kann man ja dann einfach mit dem Cuttermesser rausschneiden, die Bläschen. Das ist ja nicht das Problem, wirklich nicht. Also davon darf sich keiner abschrecken lassen. Und dann möchte ich euch zeigen, dass noch sehr viele Steinchen übrig geblieben sind. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte immer Angst, dass das Ganze nicht reicht, aber das ist ja überhaupt kein Problem gewesen. Schaut mal, wie viele Steinchen ich noch übrig habe. Das seht ihr hier. Das sind alles Steinchen von diesem Bild.
Jedenfalls der eine Teil davon. Und ihr seht das, wenn ihr ganz genau hinschaut. Da sind überall noch Steinchen bei. Das ist mein absolutes Lieblingssystem. Ich möchte eigentlich quasi mit nichts anderem mehr mein System aufbauen, wenn ich an einem Bild sitze. Das sind so Tabricks. Schaut mal. Und das ganze System mit den Tabricks und den Regalen, das bekommt ihr auch bei Blümix. So, hier könnt ihr sehen, dass ich wirklich quasi fast von jeder Farbe noch Steinchen übrig habe. Schaut mal, wie bunt hier noch der Rest vorhanden ist. Das werde ich mir dann wohl in einem System zurücksortieren. Krass, ne? Wie viel noch übrig sind. Ja, und jetzt erläutere ich mal, was mich so ein bisschen an diesem Bild gestört hat. So, das ist ein Punkt, der mich wirklich immens gestört hat an diesem Bild. Ich fand das richtig ätzend. Schaut euch mal diese Symbole an. Zum Beispiel das und das. Wenn ich das auf der Leinwand sehe, Blümix, warum habt ihr diese Symbole auf der Leinwand? Hier, das ist so einmal nach da und dann mit dem Punkt. Und das fängt hier an. Und auf der Leinwand habe ich so gut wie nie erkannt, welches ist. Ich habe nicht erkannt, ob da jetzt nun noch diese Linie drunter war oder nicht. Absolute Hasssymbole. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich nochmal irgendwann ein Bild vielleicht irgendwann mal mache, das heißt nicht, dass ich eins mache, ich sage es nur. Da habe ich in meinem Kopf schon gedacht, also wenn ich diesen Symbolen nochmal begegne, dann werde ich mir kein Bild kaufen. Das waren so Blautöne, also ich finde das total abschreckend. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Pfeil in die Richtung zeigt und vielleicht nach oben und nach da, dann schaue ich genau hin, in welche Richtung das Pfeil zeigt. Das Pfeil vor allem. In welche Richtung der Pfeil zeigt und dann habe ich damit kein Problem, aber das ist was anderes. Da leiden meine Augen drunter, also und auf der Leinwand, da erkennt man auch nicht immer sofort die Farbe, zumal diese beiden sehr ähnlich sind. Also das war ein Punkt, der mich wirklich genervt hat. Und bei so einem Riesenbild stellenweise war das keine Freude. Also ich finde, man sollte überhaupt diese ganzen Symbolen mit den Linien abschaffen. Das war wirklich bei mir ein No-Go. Das wäre der eine Punkt bei den Symbolen. So, und jetzt kommt noch ein Punkt, der mich gestört hat. Hier, ich will noch mal ein Beispiel zeigen. Viele stören sich ja auch an sowas, aber das stört mich absolut nicht. Hier sehe ich wirklich, in welche Richtung die Striche gehen. Und dann achte ich da einfach drauf. Das ist, wie gesagt, kein Problem. Aber das andere, das war ja wirklich schon, da bekommt man ja Augenkrebs bei hier, bei diesen Symbolen. Es gibt Milliarden von Symbolen, die man da einsetzen könnte. Und warum hat man dann sowas? Also das ist wirklich etwas gewesen, wie gesagt, was mich immens gestört hat. So, und jetzt komme ich nochmal zu Symbolen, die mich gestört haben. Moment. So, und dann waren das noch diese Symbole, die mich total gestört haben. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr das auf der winzig kleinen Fläche mit den fast identischen Farben seht, da habe ich mir bei diesen 3 Symbolen auch immer richtig schwer getan. Das sah fast ähnlich aus auf der Leinwand. Und die beiden hier, da habe ich auch immer Probleme gehabt. Wie gesagt, weil das so minimale Linien sind und dann
hat man das kaum erkannt. Also das waren auch so meine Hasssymbole. Und jetzt zeige ich euch die Steinchen, die mich auch hart genervt haben. Und zwar war das dieses Steinchen. Und da hatte ich ganz viele Nasen. Ich habe zwar ganz viele Steinchen noch übrig. Das ist nicht das Problem gewesen. Aber hier sind so viele Nasen, dass ich hier andauernd immer, wenn ich so eine Stelle hatte, und davon habe ich wirklich viel gehabt, dass ich andauernd aussortieren musste. Ich werde euch hier oben mal im i verlinken, dass ich da so eine kleine Short aufgenommen habe und hatte das Horrorsteinchen genannt. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Also das war auch so ein Hasskandidat, den ich überhaupt nicht gefeiert habe. Aber wie gesagt, es gab wirklich sehr viele Steinchen davon. Das könnt ihr ja sehen, dass ich da noch richtig viel übrig habe. Deswegen bin ich auf diese Steinchen irgendwie semi-negativ eingestellt. Aber ich fand sie während des Paintens wirklich ätzend. Hier könnt ihr übrigens sehen, was ich an Ausschuss da hatte. Der größte Teil war, wie gesagt, das Symbol, was ich überhaupt nicht mochte, mit den vielen Nasen. Und das ist aber vollkommen okay, weil das Bild, das ist ja vor 4 Jahren auf den Markt gekommen und inzwischen sind die Steinchen natürlich um einiges besser und ich bin trotzdem richtig zufrieden, weil die Qualität, die lässt überhaupt nicht zu wünschen übrig. Das ist Wahnsinn. Und das, was ich am meisten genutzt habe, sind die Glue Dots hier. Da kann man wirklich, wenn man sich so einen Stift befüllt, das waren übrigens die beiden Stifte, die ich auch am meisten genutzt habe, wenn man sich so einen Stift mit Glue Dot befüllt, dann habe ich einmal gezählt, ich habe 16.000 Steinchen mit einem einzigen Glue Dot gepainted. Also ich feiere die. Das heißt nicht, dass das immer so lange hält, aber das war so mein Rekord. Vielleicht im Durchschnitt 8.000 oder so, das ist jetzt eine erfundene Zahl. Habt ihr dann garantiert, wenn ihr gut damit umgeht. So dass ihr dann im Durchschnitt 8.000 ohne zu wechseln damit painten könnt. Ja, das war das, was ich am meisten genutzt habe. Ach, Moment, gar nicht mal. Und mein selbstgemachtes Putti habe ich auch genutzt. Größtenteils. Genau. So, und bevor ich gleich das Bild glatt rolle vor der Versiegelung, werde ich nochmal mit einem Tischstaubsauger über das Bild fahren. Bevor ich das Bild mit Baufahren versiegeln werde, werde ich das vorher nochmal glatt rollen, damit die Steinchen, die vielleicht hochgeploppt sind, nochmal zurück an ihren Platz gehen.
Ich finde es sehr wichtig, dass man nochmal mit den Händen drüber geht, um zu fühlen, ja siehst du hier, um zu fühlen, ob vielleicht hier noch irgendwelche Steinchen noch oben sind. Das kommt ab und zu mal vor. Also das ist kein Ploppen in dem Sinne, sondern das hat sich wahrscheinlich irgendwie so gegenseitig so ganz leicht rausgedrückt. Deswegen mit den Händen nochmal fühlen. Nach dem Rollen, ob da vielleicht noch ein Steinchen ein bisschen oberhalb liegt. Und jetzt kommt das Latex-Baufaden drauf. Zum Versiegeln nehme ich diesen Baufaden, dieses Latex-Bindemittel. Wenn ihr das kauft, dann achtet bitte darauf, dass das transparent trocknet. Das steht dann hier drauf. Und ich werde mit Schaumstoffrollen dieses Bild versiegeln. Ich finde leider meinen Pinsel nicht. Und ich hatte im Keller noch Schaumstoffrollen. Die habe ich mir im Baumarkt gekauft. Die steckt man hier so drauf. Und das funktioniert ziemlich super. Jedenfalls habe ich damit immer Schränke mit Acrylfarbe immer sehr gerne angemalt, weil das dann immer schön ebenmäßig wurde. Und warum soll das dann beim Bild nicht funktionieren? Wir werden es einfach testen, aber ich bin sehr guter Dinge. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Und dann habt ihr das auch mal gesehen, wie das ist. Ich hatte hier oben, da, also von hier, bis zu der 4, habe ich schon vor ein paar Monaten versiegelt gehabt, bis darüber. Ich zeige euch mal aus der Nähe. Da seht ihr das, wenn ihr genauer hinschaut. Da seht ihr es. Und ich werde jetzt hier versiegeln und nachdem das getrocknet ist, werde ich dann selber nochmal, das nehme ich dann nicht mehr auf, nochmal ganz rübergehen, damit ich diese Fläche auch mit nochmal versiegeln kann. Und ja, also ihr seht das, ne? Ihr seht den Unterschied. Das wirkt jetzt ein bisschen matt, ist es aber nicht. Das glänzt hier genauso. Ja, dann mache ich das so, wie ich es euch eben gesagt habe. Und wie gesagt, wird auf keinen Fall matt. Das ist nur jetzt, weil es nicht versiegelt wurde, dass man den Unterschied sieht. Ich finde das sogar nach der Versiegelung hier oben viel besser. Ich meine, wenn das Bild an der Wand hängt, dann wirkt das ja richtig gut. Eine Rahmenaktion, ich weiß nicht, ob ich die bald haben werde, weil das wird ja eine größere Investition. Also da erwartet mal demnächst bitte nichts, was das Einrahmen betrifft. Wenn ich das mal mache, dann werde ich euch sicherlich auch mitnehmen. Aber vorerst ist diese Geschichte, diese Aktion dann mit diesem wunderschönen Bild beendet nach dem Versiegeln. Natürlich zeige ich euch dann auch später, wie das dann aussieht, wenn es getrocknet ist, wenn es ganz versiegelt wurde. Genau. Bevor ihr jetzt euer Baufaden auftragt, ist es wichtig, dass ihr das erstmal gut umrührt und immer wieder gut verschließen, ja. Nicht offen lassen. So. Ich habe mir außenrum schon etwas Zeitung drumherum gelegt. So.
verwischen. Dann setze ich das Ding hier drauf. So, und jetzt tauche ich hier ein. Und jetzt wird versiegelt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier, ab hier werde ich versiegeln, weil hier oben hatte ich ja schon vor ein paar Monaten so in dieser Breite bis da hinten hin versiegelt. Aber habe ich ja eben schon erwähnt. So. Das funktioniert total super. Gefällt mir. Nicht zu geizig sein damit, richtig schön eintauchen und dann hier drüber rollen. Ich finde das toll, dass das so eine leichte weiße Färbung zeigt. Dann sehe ich, wo ich überall eingestrichen habe. Das trocknet aber dann total transparent aus. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Oh Hilfe, da fehlt ein Stein oder was? Ich setze da mal jetzt irgendeine Farbe rein. Das ist irgendwas Lila-artiges. So, weiter geht's. Ich werde jetzt doch mal hier über den Balken einmal rüberstreichen, damit das alles so die gleiche Frische bekommt. Und ich werde jetzt hier längst einmal rüberrollen.
Und das Tolle an Baufahren ist, dass das wirklich kaum riecht. Natürlich hat das so einen ganz dezenten Geruch, aber es ist nicht etwas, wo man dann gezwungenermaßen die Luft anhalten muss. Nee, nee. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. So, und jetzt lasse ich das hier 1-2 Tage ruhen und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt ist das Bild durchgetrocknet. Ich habe das jetzt 3 Tage liegen lassen und jetzt ist das hier schön versiegelt. Ihr habt ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Und für all jene, die der Meinung sind, dass das dann total matt wird, habe ich nämlich auch schon mal gehört, kann ich nicht bestätigen. Dieses ganz starke Funkeln, das wird so ganz dezent, minimal eingedämmt, aber ich brauche ja kein Funkelbild, was mich ewig anfunkelt an der Wand. Wisst ihr, wie ich meine? Es funkelt nach wie vor. Seht ihr das? Also von matt können wir hier nicht sprechen. Das sieht man hier, ne? Dass das schön glänzt. Und ja, ich bin wirklich begeistert. Die Reise mit euch, die hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich euch mitgenommen habe, hat euch auch Freude bereitet. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt als nächstes anfangen werde, aber ein Josephine Wall Bild, also ein Bild überhaupt mit so ganz krassem Konfetti, da möchte ich erstmal eine Pause machen. Und von der Qualität bin ich im Großen und Ganzen wirklich sehr begeistert. Das hat überhaupt keine Lücken. Das seht ihr hier, ne? Guckt mal, wie qualitativ toll das ist. Überhaupt keine Lücken, keine aufploppenden Steinchen. Ich habe jetzt später nochmal eine Sequenz aufgenommen mit dem Lightpad, damit ihr sehen könnt, dass hier wirklich keine Lücken sind. Und das, was ihr hier seht, das wollen wir doch nicht als Lücken bezeichnen, oder? Also Diamond Painting Deutschland bzw. Blümex, die haben wirklich den guten Ruf verdient. Ganz tolle Qualität. Und dafür, dass das Bild schon über 5 Jahre alt ist, wenn nicht sogar länger, ich habe es jedenfalls 2020 im Frühling gekauft, im März. Und ja, sogar, dass so viele Jahre darauf vergangen sind, immer noch super tippitoppi Qualität. Vielleicht inzwischen noch viel, viel besser, ich weiß es nicht, aber ja, einfach nur wunderschön das Bild. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und für eure rege Beteiligung. Jedenfalls bedanke ich mich bei denjenigen, die mir gerne zugeschaut haben. Und danke auch für eure Däumchen. Das ist immer motivierend. Und dann sage ich, das war es erstmal mit diesem Bild und geht natürlich weiter hier auf diesem Kanal mit Diamond Painting, aber auch mit anderen Hobbys. Ich habe ja nicht nur Diamond Painting am Start. Ja, wir werden mal schauen, wie die Reise weitergeht. So, dann sage ich dann bis denn. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen. Tschüssikowski.